Damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Tales of Berseria. Ich bin's, euer MC Muffix. Beim letzten Mal haben wir es endlich geschafft und hier den verfluchten Kapitän, Schiffsmeister hier, gefunden und ihn zur Strecke gebracht. Nach einem doch härteren Kampf gegen dieses Monstrum konnten ihn bezwingen und nun sind wir endlich dabei aufzubrechen. Maybe, but that's only half of our problem. Without a proper crew, we'll wind up shipwrecked again. We don't have time to find one, and we can't hire a ship without permission. We'll just have to do what we can. But we've seen where my sailing skills get us. I'm not forcing you to come. I'll do it alone if I have to. I wonder if there are any free sailors around. Eine Zeit für Matrosen, wir müssen hier uns beeilen. Denn, eigentlich haben sie schöner zusammengefasst, als ich das jemals hätte machen können. Wir haben beim letzten Mal, wie gesagt, alle Vorbereitungen getroffen, dass wir jetzt unser Schiff nehmen können und aufbrechen können. Mit Rokuro haben wir, wie gesagt, dieses Echsenmonster besiegt und nun hat sich jetzt hier uns endlich die weite See geöffnet, hoffentlich zumindest. Wir können jetzt aufbrechen, unser Schiff sollte jetzt repariert werden von der Schiffsgilde. Die brauchen zwar theoretisch eine Erlaubnis von Lady Theresa, aber ja, wir haben denen einfach mal ganz lieb, nett und freundlich gesagt, dass wenn die hier, im Endeffekt ja hier, sie auch an dieser ganzen Misere schuld waren. Und deswegen, sehr schön, zack, sollten wir das schon, sollte unser Schiff jetzt auch repariert werden, so machen wir das ein, zack, so. Zum einen, ich entschuldige mich, Leute. Ich konnte in letzter Zeit leider nicht aufnehmen, was mir echt so leid tut, Mann. Es macht echt verdammt viel Spaß, Mann. Es ist verdammt nochmal ein cooles Tales bis jetzt. Und es ist echt schade, wenn ich dazu nicht komme, das aufzunehmen, weil es besonders so viel Spaß macht. So, weglaufen. Bam. So, wollte ich nur nochmal hier zum Anfang gesagt haben. So, lala. Hier kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Das ist ein wenig schade, aber gut. Und jetzt muss ich erstmal den Weg wiederfinden. Muss ich mal ganz kurz schauen. Frag mich nicht. Hülle, nein. Nein, das heißt, wir sollten nach rechts gehen müssen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, oder? Nein, jetzt gehe ich ja schon wieder nach oben. Wartet. Beasley hier. Nein, das ist nicht. Die Haru-Hülle auch nicht. Da geht's zurück. Da. Okay. Sollten wir finden. Hey. Immer mit der Ruhe, mein kleinen Vögel. Zack. Aber solange wir Recruit dabei haben, ist alles gut, Mann. Ja, okay, unser Weg führt uns jetzt hier wahrscheinlich nach Rogres, die Hauptstadt, wo er hier dann Arthur sein Unwesen treibt, beziehungsweise als großer gefeierter Held der Menschheit hier bezeichnet wird. Während wir hier als Verbrecher vergammeln. So, ich habe jetzt, warte, ich habe hier gerade Wegfindungsprobleme, ich glaube, das sieht man. So, ja, aber eigentlich doch, ich muss eigentlich nur hier hoch, das passt schon soweit. So wie ich das jetzt hier in meinem jugendlichen Leichtsinn sehe. So, hin und wieder kommen ein paar Lootwölfe, aber die sollten wir auch platt machen. Okay, es ist natürlich schade, dass wir keine Crew hier mitnehmen. Ich finde es besonders schade, dass wir nicht die Werte, zack, schön ausgegeben, dass wir nicht hier unsere merkwürdige Hexe mitnehmen. Das finde ich ehrlich gesagt sehr schade. Die war schon ziemlich lustig. Aber ich meine, solange Recruit dabei haben, ist alles cool. Ey, Recruit ist schon ein ziemlicher Bad. So, nee, warte, hier geht's zu der Siedlung und da muss ich runter. Hui! So, Weg gefunden. Es war jetzt doch ein wenig anstrengender als gedacht, Mann. Ach, Leute, es ist schön. Es ist toll, dass wir endlich hier weitergehen können. Und schauen wir mal, was uns jetzt als nächstes erwartet. Ich habe immer so das ungute Gefühl, dass Lady Theresa vielleicht doch schon etwas geahnt hat, dass wir nicht ganz so unschuldig sind, wie wir uns hier darstellen. Und vielleicht wird sie uns ja hier doch nochmal sehen, bevor wir aufbrechen. So. Ach, komm, sag her mal. So. Wisst ihr, was mir auch richtig auffällt? Wie schnell inzwischen die Kämpfe gehen. Also, normalerweise gab es ja immer dann so eine ganz kurze Ladezeit. Irgendwie der Bildschirm ist gebrochen oder zersplittert irgendwie. Irgendwie so, aber zack, so dynamisch, man, geht das einfach hier. Man hat auch hier im Endeffekt das Gefühl wirklich, dass die Kämpfe sich ziemlich organisch in die Welt anfühlen, auch wenn man halt im Endeffekt in eine Kampfarena geschmissen wird, die im Endeffekt auch immer gleich aussieht. Aber hey, Leute, es funktioniert so viel tausendmal besser als das, was in Cesteria versucht wurde, wo einfach, was ja einfach das Merkwürdigste war, dass einfach die Kampfarenen dort waren, wo man sich befunden hat. Man sieht,
hier ist es zwar auch so, aber es funktioniert einfach besser. Weil in Systeria war es ja einfach so, da war, wenn zum Beispiel man gekämpft hat und dann eher ein dicker Stein war, dann ist man die ganze Zeit nicht über diesen dicken Stein drüber hüpfen können und hat immer die ganze Zeit Schaden bekommen. Aber hier fühlt sich das ziemlich organisch an und ja, es funktioniert alles ziemlich gut und das ist doch das Wichtigste. So, laufen wir weiter und dann geht's auf nach Lourdes. Findet das Spiel dann schon sein Ende? Do the demons you kill turn back into humans? Huh? What are you talking about? Remember the demon that attacked us near the coast? When it died, it turned back into a human. Every demon I've killed has stayed a demon. So, I was just wondering what was different. Do demons stay demons when they die? But what about Nico and the villagers I killed? Maybe it's just a case-by-case sort of thing. Who cares? A corpse is a corpse, whether it's human or demon. Yeah, I guess being human again doesn't help much if you're already dead. Exactly. All that matters is that the demons I devour make me stronger. Nothing more. Aber da wirft er eigentlich ein ziemlich interessantes Thema auf. Und zwar ist es vielleicht möglich, dass wir mit unserer Kraft, mit dieser Dämonen-Aussaugkraft, wie wir sie auch immer nennen wollen, die Kraft haben, Menschen, also Dämonen zurück in Menschen zu verwandeln. Einen ganz interessanten Gedanken, den hier Rokura eigentlich aufwirft. Normalerweise war ja im Endeffekt das auch, was Savid uns hier immer in Tales of Berseria gesagt hat. Wenn jemand mal verdorben ist, dann muss man ihn töten. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Es wird nur schlimmer. Und es ist eigentlich ziemlich interessant, wenn man hier sagt, dass wir vielleicht mit unserer Kraft irgendwie die Möglichkeit haben, sie wieder zurückzufahren. Ist mein Schiff fertig? Wenn nicht, dann muss ich ja meinen Arm auspacken. She's hopeless. Her keel's busted. It'd be faster to build a new ship. Her keel? You could say she's like a man with a broken back. And how in blazes did you end up running aground here? I wouldn't think it possible. If you can't help, that's enough. Go back to town. What now? Do we try to find a new ship? I can't think of anything else. I just hope we have time. O Empyrean Innominat, hear my prayer. Blessings and honor unto thee. This frail flesh a sacrifice to be thy foundation. Sister. Oh, Oscar! What brings you here? Your face! What happened to you? A demon got the better of me. I've been summoned back to the Abbey, but I thought I'd stop by on my way. My poor brother. I'm so sorry. There is pain, but I can still fight. The scar will serve to remind me of my inexperience. An underhanded foe, no doubt. No. The demon saps her enemy's strength with her left hand and turns it against them. It was a girl with black hair and eyes full of fire. She poses a threat for even a seasoned praetor. Please, take care, dear sister. It was her! Teresa? Understood. I will. Worry not. A failure as minor as this is not the end of the world. To be honest, I came hoping you would cheer me up like that. Well, I do believe I recognize those earrings. Of course. I treasure them dearly. Thank you. They suit you just as well as I thought they would. I must take my leave now. Lady Teresa, we've captured a stowaway. I wasn't stowing away, you twit! I merely boarded without permission! You're a collaborator with that demon woman. Where is she? Your tortures are useless against the mighty Magilu! Because I'll spill my guts just fine without him. Magilu, du bist nicht so...
Also, ich hätte dich für ein wenig... Naja, okay. Eigentlich weiß ich gar nicht, was ich von ihr denken soll. Sie ist einfach merkwürdig. Okay, Magilo verrät uns. Super. Jetzt werden wir zurück in die Stadt gehen. Da wird uns dann Theresa erstmal 1000 Wachen in den Weg stellen. Super. Ich will mal wieder sagen, wie interessant ich einfach die Thematik von Tales of Berseria finde. Dieses Emotion versus Reasons, Emotionen gegen die Vernunft, Mann. Weil, wie wir auch immer sehen, es ist im Endeffekt alles ein wenig auf die andere Seite gestellt, wie man das in allen klassischen Tales und überhaupt in Rollenspielen sehen. Während wir normalerweise immer die guten, strahlenden Helden sind, wie es im Endeffekt hier in diesem Spiel Oscar und Theresa sind, sind wir hier die Bösen. Ich meine, Leute, es ist jetzt auch nicht nur vom Prinzip her so, ich meine, das ist auch definitiv vom Aussehen. Rakuru da mit seinem dämonischen Auge, Mann. Ich meine, er ist ein krasser Bandit, aber er sieht halt auch wirklich aus wie ein Bandit, Mann. Und Velvet mit ihrem Grufti-Outfit und mit der dämonischen Hand. Ich meine, wenn ihr uns auf der Straße sehen würdet, also hier unser Team, oder halt auf der anderen Seite Oscar und Theresa, zu wem würdet ihr gehen? Ich glaube, die Frage ist nicht allzu schwer. So, aua. So. Fressen. Entschuldigung, ich hatte aber ein bisschen Hunger. Nun gut. Und es war jetzt schon wieder so schön zu sehen. Kommen jetzt eigentlich mehrere Gegner? Schade. In meinem wunderschönen Xile war das immer so, man konnte immer mehrere Gegner anlocken und dann mehr Erfahrung packen. Nun gut. Und ich wollte mal wieder sagen, wie schön wir hier gesehen haben, Mann. Wie Oscar und Theresa im Endeffekt so als, ja, unsere Gegenspieler sind, aber im Endeffekt doch die Guten hier in diesem schönen Spiel sind. Wie wir das sehen. Im Gegensatz zu uns, Mann, kämpfen sie für ein Ideal, für ein gutes Ideal, muss man ja im Endeffekt sagen, nämlich hier die Menschheit zu beschützen und den Menschen hier zu helfen, während wir im Endeffekt dafür leben, unsere Rachegelüste zu erfüllen. Und man hat es wieder hier schön gesehen, in der Kirche natürlich. Übrigens kommen sie mehr wie ein Liebespaar vor, als wie Bruder und Schwester, aber nun gut. Japaner und inzestöse Gedanken, das gehört irgendwie zusammen. Es ist halt wieder schön, das einfach zu sehen, wie interessant so eine Thematik im Endeffekt ist, dass wir im Endeffekt die Bösen sind. Zwar irgendwie mit berechtigten Gründen, aber böse bleibt böse. Und normalerweise, wir hatten es zwar schon, im Endeffekt ist es ja in jedem zweiten Tale-Spiel mal so, dass man Böses, was ist denn hier los? There was word from the Abbey. They're holding a public execution for a witch who tried to draw demons into the city. Is that so? Sounds like a real nasty character. I'd stay away from the city if I were you. It's a common tactic for Lady Theresa. Threaten one criminal to draw out their allies. Are you saying I'm a criminal? Pot calling the kettle black, isn't it? That's why I'm warning you. Lady Theresa's top class, even among exorcist praetors. I wouldn't think badly of you if you fled. A witch? It has to be Magilo, huh? It looks like the Abbey is onto us. We'd best assume they've already found the tunnel. No sense trying to buy a ship now. Then don't buy one. Steal it. Steal a ship from Helavis. Just the two of us. We have at least one other on our side. Dial? He said he can navigate. If he joins forces with us, all the better. That could be. But what happens to Magilo? I suppose that's up to the Abbey. Okay, verbinde dich mit Dial. Jetzt müssen wir schon wieder zurücklaufen. Rest in peace. Ich würde da eigentlich schon gerne rein und Magilo helfen, auch wenn sie uns verrät und das eine Falle von ihr ist. Wollen wir mal schauen, ob wir in die Stadt gehen können? Ich möchte es eigentlich schon mal versuchen, weil Magilo ist cool, Mann, auch wenn sie uns verrät. Nun gut, ich wollte noch mal sagen, es ist zwar im Endeffekt in jedem Rollenspiel irgendwann mal so, also in 90% Rollenspiel, dass man irgendwann die Rolle des Bösen übernimmt und, also nicht Bösen, aber im Endeffekt der Ausgestoßenen und auch sich... Ja, gut, dann halt nicht, man jetzt... Okay, schauen wir halt nicht nach Magilo. Im Endeffekt ist es ja auch immer so, dass man immer irgendwann mal die Rolle des Ausgestoßenen oder des Verfolgten übernimmt. Das ist eigentlich, wie gesagt, in fast jedem Rollenspiel mal so. Aber, dass man wirklich mal jetzt als über das ganze Spiel mal als Böse im Endeffekt lebt. Das ist einfach was, ich sag jetzt mal, nicht Innovatives, aber was sehr Interessantes. Beispielsweise, wenn ich da jetzt an Tales of Symphonia denke, war man ja im Endeffekt auch mal
auch irgendwann mal an einem Punkt der Ausgestoßenen. Jetzt weiß ich auch, wieso es diese schöne Abkürzung gibt. Zack. Und irgendwann mal musste man ja dann auch... Oh, ich hoffe, man kann sich durch die Höhle teleportieren. Man muss nicht nochmal einen ganzen Weg da durchlaufen. Da gab es ja so einen Teleporter. Ich hoffe, der funktioniert noch. Man war ja da dann auch teils dann eben ausgestoßen. Man wurde von der Kirche verfolgt. Die Kirche, die natürlich das Gute im Endeffekt hier waren. Aber man hatte halt die Chance... es war halt im Endeffekt so, dass man nichtsdestotrotz immer noch gute Motive hatte. Hören wir uns kurz die Skit an. You really go all out, don't you? What do you mean? Look, you're using Dial, threatening the guild, abandoning Magilu. You see? I'm not abandoning her. She can take care of herself. Nothing stops you, does it? There's a lot I don't understand about Magulu, but I know she won't be killed so easily. Besides, I'm sure she's already told the Abbey everything she knows about us. You're probably right. That means we need an ace up our sleeve, like a demon they believe to be dead. All right. One last good sharpening and I'll call this blade done. Do your blades need sharpening too? I'd be happy to take care of it for you if you want. No thanks. I was taught never to leave my lifeline in the hands of another. Sure. Sounds like you found a good teacher. I don't care if it's me who does it, as long as you're keeping them well maintained. Just in case you don't already know, after you sharpen your blades, you should rub them with clove oil and wipe them down with wool. Yeah, I know. I was taught that too. By the man who killed my brother. Müssen wir jetzt ernsthaft den ganzen Weg nochmal neu laufen? Da gibt es ja irgendwo einen Teleporter, mit dem das schneller geht, oder? Das wäre so... Ah, genau. Weil sonst wäre das echt scheiße. Ja, und was wollte ich noch sagen? Wie gesagt, Tales of Symphonia wurde man ja auch immer als böse bezeichnet und man wurde verfolgt, aber man war immer noch irgendwie die Guten und hat sich halt gegen hier die böse Hierarchie gestellt. Aber hier, Leute, wir sind böse, Mann. Wir sind gemein und klein und fies. Es ist einfach was sehr Interessantes. Ich meine, jetzt schon wieder waren wir verbünden uns mit jemandem, der hier wahllos Menschen abgeschlachtet hat. Es wird immer besser. Nun gut. Dal, mein Buddy, dein Schwanz sieht gut aus. What are you two doing back here? Things didn't work out. We'll lend a hand with your raid. Awfully presumptuous, aren't you? I'm a demon. Comes with the territory. You got me there. Ah, gods. I think that's the first time I've laughed since turning demon. But are you sure? It's suicide, you know. Maybe not. I have a plan. The Exorcists have a hostage they're using to lure me into the city. Then we can sneak in through the tunnel into the storehouse. No. I expect they'll have an ambush ready there. So instead, we hit them with a direct frontal assault. You call that a plan? No, I call it a feint. As their forces converge on the front, a second group slips in via the tunnel, strikes the docks, and secures a ship. After that, the two groups meet up and we all sail away. And I want you at the helm. Answer me this, then. Who's making this frontal assault of yours? I will, naturally. That works. When? Tomorrow. Can we rest here until then? Make yourself at home. Nothing so comfy as a bed of tar. Velvet? Hey, Velvet? Laphie? You were crying out. Were you having a nightmare? I was... Oh, Laphie, it was terrible! Hey, come on, let go of me. I have to go. I have something important to do. What's that? Arthur told me to come meet him at the Shrine of Tranquility. No, Laphicet! No! Listen to me! Artorius is... He's going to... Are you all right? You were tossing and turning. I'm fine. It was just a dream. If you don't want to go with me, I understand. That wouldn't do. How can I repay you if you die? You are an odd one. Am I? I always thought of me as just me. Velvet, who's this Artorius? My target.
He killed my brother. We're ready. Dial should be at the entrance. Let's get going then. Muss ich jetzt einfach mal wirklich das sagen, oder ist es offensichtlich, dass Rakul einfach der coolste Typ ist, den ich, glaube ich, seit Elvin in einem Tales-Spiel gesehen habe, Mann. Okay, Savid, der war auch schon ziemlich badass, Mann. Ja, okay, mit Savid und Elvin streitet er sich um den coolsten Typen im Tales-Universum, Mann. Ja, was ist denn der einfach, Mann? Okay, er weiß, dass wir böse sind, er weiß, dass unsere einzige Motivation Rache und Vernichtung ist. Und trotzdem sagt er, hey, du hast mir geholfen, Mann, und dafür werde ich dich wieder unterstützen, Mann. Und mir wurscht, Mann, ich habe dazu noch ein riesiges, dickes Schwert, was ich natürlich nie mehr benutze, weil, hey, ich weiß nicht wieso. Hey, Leute, Mann, also Rakul definitiv mein Lieblingscharakter bis jetzt. Velvet natürlich in allen Ehren, Mann. Auch die gute Packsuppe, die Packersuppe Magilu ist auch super. Aber hey Leute, Rakul ist schon echt ein Fall für sich selbst. Nun gut, verlassen wir die Höhle und mit Dial sollten wir das doch alles hinbekommen, oder? Sleep well? Just fine, thanks. And your special concoction? Ready for deployment anytime. By the way, I never caught your name. Velvet. We'll sail together if you live, Velvet. If not, at least I know what to put on your tombstone. You've got a sharp tongue. I've always been that way. Right then, we're off to attack Helives. That reminds me. Where do you think that boy who took the compass ran off to? Helives, I'd imagine, since Malakim are always tethered to exorcists. That means we might run into him during our attack. Are you getting squeamish about killing the boy because you feel indebted to him for healing you? No. If he gets in the way, I'll take him down. But I have to remember to thank him first. Right. Does that bother you at all? No, not really. I just know that Malakim don't taste very good. Malakim don't suit your palate? I'll call that a positive. Tja, Mann, ich muss immer wieder sagen, Rakul ist einfach cool, Mann. Er sagt, okay, ich werde ihn töten, Mann. Es ist halt zwar ein kleines Kind, Mann, aber ey, ich töte ihn. Das ist nicht der Eckmann, aber ich muss mich erstmal bei ihm bedanken, weil er halt mir geholfen hat. Rakul, du bist badass, Mann. Ich wollte es ja nur mal angemerkt haben. Okay, Leute, nun auf den, oh mein Gott, schau dich mal an, wie groß das ist. Von innen sah es viel kleiner aus, Mann, aber es ist ja eine riesige Festung. Ich habe so das ungute Gefühl, dass das nicht so leicht wird, wie ich mir es mir wünsche, aber na gut. Ja, und das ganze Viech, komm. Who goes there? Oh, I'm pretty sure you were expecting me. Ich dachte eigentlich, Rakul, ach so. Naja, ich weiß nicht genau, wie unser Plan aussieht. Ich dachte, Rakul hilft Dial. Aber nun gut, stürzen wir uns einfach alle zusammen hier durchs Fronttor, ist auch keine schlechte Idee. So. Nein, nein, nein. Böses Ding, böses Viech. Okay, wir gehen hier rein und Dial, keine Ahnung, wo du bist. Okay, Rakul hilft uns auch. Das war jetzt eigentlich gar nicht so schwer. I was right. It's a trap. Damit haben wir jetzt ja fast nicht gerechnet. Wir könnten theoretisch uns über die Dächer schleichen. Da gibt es ja diesen schönen Geheimweg, aber das machen wir nicht, Mann. Wir machen diese blöden Exorzisten alle. So, wir wollen ja nicht nur hier die bekämpfen, wir wollen ja auch eine Botschaft senden hier an unseren guten Artorius. So, da liegt hier noch was. Kitty Cat und ansonsten nichts. So. Oh. Magilu! Wir werden dich retten, aber leider nicht mehr in diesem Part. Das war hier mal wieder ein lustiger Part Tales of Berseria. Viele sind gestorben und beim nächsten Mal werden wir noch viel mehr töten. Und jetzt machen wir aber erstmal einen kleinen Cut, denn beim nächsten Mal geht es dann weiter und hoffentlich schaffen wir es, Magilu zu retten. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao!